So, da habe ich letzte Nacht gezeltet. Ganz gut geschlafen. Ist jetzt 8 Uhr. Also spät losgekommen, aber war ja auch spät im Bett. Und jetzt geht's nach Encamp. Mal wieder keine Markierung zu sehen, aber ich glaube, hier muss ich lang. So, gerade noch schön ein paar Patates Braves gesnackt. War richtig fette Portion, jetzt bin ich ganz schön voll. Zu eine geile Fanta Limon, meine neue Lieblingslimo. Das ist quasi so eine Fanta mit Bitterlemon irgendwie. Schmeckt richtig gut. Viel besser als diese Bitterlemon-Scheiß, die wir in Deutschland haben. Das mag ich irgendwie nicht so gern. Jo, jetzt gehe ich auf jeden Fall wieder raus aus Encamp. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Stadt hier. Und jetzt geht's in die finale Section der High Alpine Mountains. 1 bis 2 Tage noch. Ich denke mal, ich werde erst Sonntag nach Puigcerdá gehen. Ich konnte nämlich eben im WLAN rausfinden, dass sonntags da die Supermärkte geöffnet sind. Das ist in Spanien eigentlich meistens so, aber halt in den kleinen Dörfern, wo ich bisher war, nicht. Aber Puigcerdá ist eine richtig große Stadt. Dementsprechend hat da alles am Sonntag auf. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht so beeilen. Das ist eine ganz entspannte Nummer. Dann kann ich so in der Nähe von Puigcerdá irgendwo zelten. Und dann morgens am Sonntag da reinlaufen und dann entspannt einkaufen. Perfekt. Gerade mal wieder an so einem Touri-Hotspot vorbeigelaufen. Für eine Stunde oder so. Absolut ätzend. So viele Menschen, da ist so ein Stausee gewesen und so ein paar, ich sag mal, Erlebnispfade oder so mit verschiedener Thematik. Boah. Nee, also da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Wenn überall so viele Leute rumrennen. Aber ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin jetzt hier weg von den Schotterpisten. Ich denke mal, hier sind noch ein paar Leute auf dieser Huckelpiste hier drauf, die sich ein bisschen weiter wagen wollen. Aber das Schlimmste habe ich wohl geschafft. Ja, und jetzt geht's zurück in die Berge. Nochmal für die letzten 3 Etappen. Naja, kurze Etappen. Also übermorgen werde ich in Puigcerdá ankommen. So, ich bin hier gerade off-Trail am Laufen, aber im Reiseführer wurde empfohlen, hier lang zu gehen. Und ich muss sagen, das lohnt sich wirklich. Also, das sind richtige PCT-Vibes hier. Mit dieser kalifornischen Pinie oder was, Kiefer. Und dann so diesen Aussichten, das erinnert mich irgendwie an Northern California oder so ein bisschen Mio Trail. Nachher komme ich auch noch in eine Landschaft mit recht vielen Seen. Also hier gibt es schon ein paar Flashbacks auf jeden Fall. Von daher echt schön, dass ich das genau 10 Jahre, nachdem ich auf dem PCT war, also vor exakt 10 Jahren war ich wahrscheinlich in Northern California. Was haben wir jetzt? Juli? Ja, da war ich in Northern California. Tja, bald Oregon müsste ich da gewesen sein. 10 Jahre, ey. 10 Jahre. Aber schön, dass es auch hier in Europa einen Thru-Hike gibt, der einem ähnliche Views bescheren kann. Klar, man kommt häufiger durch Orte als jetzt auf dem PCT oder so, aber wenn man dann aus den Orten wieder raus ist, dann ist es doch wirklich ein ziemlich wilder Trail. Und der ist auch sogar deutlich wilder als der PCT, was das Terrain angeht. Deutlich anspruchsvoller. Schon erstaunlich. Ja, schon schön hier. Sehr schön hier.
So, ich mache gerade meine kleine Mittagspause in diesem schönen Valley hier. Da unten ist eine richtig nice Schutzhütte, wo man drin übernachten kann. Wäre richtig gut für extrem schlechtes Wetter. Ansonsten würde ich immer mein Zelt bevorzugen. Einfach weil es gemütlicher ist und also da drin sind nur so Metallbetten. Ja, also ohne Luftmatratze jetzt nicht sonderlich bequem. Aber wenn jetzt mal richtiger Sturm oder sowas ist, dann ist das natürlich Gold wert. Kleine Wasserstelle gibt es da auch noch direkt. Muss man nicht aus dem Fluss da ziehen. Also kann man natürlich auch. Aber das kommt dann hier irgendwo aus einer Quelle. Ja, Grillstelle gibt es da sogar auch. Aber brauche ich alles nicht. Ich habe mein Zelt und mein Abendessen. Und jetzt sitze ich einfach hier und genieße diese herrliche Natur. Bisschen frisches Quellwasser und gleich gönne ich mir noch ein Schokocroissant. So, hier ist die Grenze zurück nach Spanien. Irgendwo auf diesem Trampelpfad da. Also laut GPS bin ich jetzt 5 Meter oder so in Spanien. Das ist mein Blick. Absolut spektakulär. Was für eine Landschaft. Das wird meine letzte Etappe in den High Pyrenees sein. Ich werde jetzt da unten im Tal gleich irgendwo das Zelt aufschlagen. Und morgen werde ich dann die finale High Pyrenees Etappe machen. Ein bisschen schade, ein bisschen traurig. Das Terrain wird sich ab dann radikal verändern. Ich werde zwar noch einmal auf über 2700 Meter aufsteigen, aber grundsätzlich ist es so, dass das jetzt vorbei ist, beziehungsweise dass es morgen Abend vorbei ist, übermorgen, wenn ich in Puigcerdá ankomme, wo die letzte Section beginnt. Aber das wird sicher auch spannend. Es wird sich so langsam ausschleichen, erstmal ganz normale Wälder und später dann auch Korkwälder, Korkeichen und eben mediterrane Flora und Fauna. Ich gehe davon aus, dass dann da mehr so Gebüsch sein wird und wahrscheinlich duftet es dann da schön nach irgendwie, keine Ahnung, Rosmarin oder was da so wächst. Bin mal sehr gespannt. Die Farben werden sich sicher auch verändern. Ich denke mal, der Boden wird eher so sandig, bräunlich sein, ocker, weniger grün. Ja, wird bestimmt toll. Aber jetzt genieße ich nochmal die letzten Züge in den High Pyrenees. So, ich stehe hier in meinem letzten wahrscheinlich High Pyrenees Camp. Da bin ich gerade eben runtergekraxelt und hier habe ich jetzt das Zelt hingestellt. Es ist ziemlich böig, wie man sieht, und der Wind kann sich auch nicht entscheiden, aus welcher Richtung er denn jetzt kommen möchte, leider.
Mal sehen. Ich hoffe, es wird eine ruhige Nacht. Aber ja, es ist schon eine Top-Location für den letzten richtigen High Pyrenees Camp Spot hier. So, ich habe mir eine Fanta mitgenommen. Andere nehmen sich ein Bier mit. Ich nehme mir eine Fanta mit. Mal sehen. Ist jetzt natürlich ein bisschen warm, aber die schmeckt so lecker, ey. Voll ins Auge. Boah, das brennt. Scheiße. Geh auf. So. Yes. Das wird nie alt.